Wrocław, die polnische Oase an der Oder. Ist das die schönste Stadt Polens? Wir testen es in unserem neuen Kurztrip. Denn ich bin Mike, Food-Connoisseur, Geschichtsfreak und Reiseliebhaber, und in diesem Vlog erfahrt ihr alles, was ihr über die polnische Metropole wissen müsst, denn wir machen den perfekten Wochenendtrip. Moin moin Leute, ihr habt es ja schon gehört im Intro, wir sind auf dem Weg nach Wrocław. Diesmal kein Tagestrip wie nach Rügen, sondern ein Zweitagestrip, also übernachten in Wrocław. Es wird richtig cool, wir wollen die geilsten Restaurants testen, wir wollen die coolsten Locations sehen, ein bisschen Geschichte aufschnappen und euch zeigen, warum Wrocław eigentlich so cool ist. Aber Mike aus dem Auf, erklär doch erstmal was ein bisschen über die Stadt. Wrocław ist die Hauptstadt Niederschlesiens und gilt als eine der schönsten Städte Polens. 350 Kilometer ist die Stadt von Berlin gerade einmal entfernt. Ein kurzer Trip über die Grenze, um dann das zu sehen. Eine atemberaubende Altstadt, wunderschöne Gebäude direkt am Fluss und leckeres Bier. Aber bevor wir in die Stadt kommen, noch ein kleiner Tipp für die Fahrt. Was auch dazu gehört auf einem guten Polentrip, ist, dass man bis zur Grenze, bis zum kompletten Rest Benzin fährt. Wir haben noch 50 Kilometer etwa, die wir fahren könnten, aber Gott sei Dank haben wir es über die Grenze gerade geschafft, weil da ist die Tankstelle und hier ist der Sprit deutlich billiger. Umgerechnet gerade einmal 1,40 Euro für einen Liter Super ist für deutsche Verhältnisse recht billig. Zur Not kann man sich hier auch noch einen Hotdog gönnen, für das polnische Feeling eben. Aber wir wollen ja eigentlich nach Wrocław. Willkommen in Wrocław. Wir sind jetzt mitten in der Innenstadt am Rynek, also am großen Ring, so heißt es hier. Hier sind die ganzen alten Gebäude, die im Jugendstil, Barockstil und im Renaissance-Stil im 18. und 19. Jahrhundert entstanden sind. Der Marktplatz ist obviously das Herz der Stadt. Hier gibt es ja die ganzen schönen alten Gebäude und guckt euch mal den Detailgrad an. Das ist einfach unglaublich, wie detailliert das alles noch ist. Man fühlt sich so ein bisschen hier, als würde man ins 19. Jahrhundert zurückversetzt werden, obwohl obviously es viel moderner ist. Hier gibt es super viele Restaurants, super viele Läden. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hin soll. Seit dem 13. Jahrhundert, also der Neugründung der Stadt, gibt es den großen Ring schon. Und der bietet viel Kultur und Geschichte. Führungen durch Gebäude hätten wir hier machen können, aber uns haben diese schönen kleinteiligen Fassaden schon gereicht. Ich kenne natürlich jetzt nicht die polnischen Namen der ganzen Gebäude, aber diese wurden früher Hänsel und Gretel genannt. Ziemlich cool. Zwei richtig coole, süße Gebäude. Wir gehen weiter. Wir sind hier mitten in einer Hochzeit gelaufen. Da sieht man vielleicht hinter mir. Da stehen Polizisten mit richtig krassen Waffen. Das ist auch mal eine Hochzeit, oder? Auf den ersten Blick würde ich die Innenstadt mit Posen vergleichen, also Poznan. Da war ich vor ein paar Jahren mal und da haben sie auch diesen Städterring, der um das Rathaus drumherum gebaut wurde. Ziemlich normal, glaube ich, so fürs 18. und 19. Jahrhundert. Aber diese hier ist viel größer, also dieser Marktplatz ist deutlich größer, hat viel mehr von diesen alten Gebäuden und auch die Nebenstraßen sollen auch noch so viele alte Gebäude haben. Deswegen auf jeden Fall einen Daumen hoch bisher. Jetzt wird es aber erstmal Zeit für etwas Kultur. Museum? Essen? Nee, einen kleinen Schnaps. Richtig Bock. Nastrowie. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, ich habe ja mal ein Video über Danzig gemacht, das ist hier oben. Da waren wir bei Wiśniewski und die haben so Kirschenlikör, eigentlich nur Kirschenlikör. Und das hier ist fast genau das gleiche, nur die ukrainische Version davon. Und die gibt es hier in Wrocław. Und schmeckt echt lecker. Leicht süßlich, hat eine Kirsche drin, die super nach Alkohol schmeckt. Aber ansonsten kann man es so wegtrinken, schmeckt eher wie Kirschsaft, wie Alkohol. Und gar nicht so viel Alkoholgeschmack, also sehr gut. Und was ist jetzt mit der Kirsche? It's not so full of alcohol. Dann testen wir das doch mal selbst.
smile. They just got shots at turned. anyone in the street. But here I find that people are even not so Es brennt ein bisschen, weil Alkohol. Aber hatte ich schon viel schlimmer. Geht also. Ich muss sagen, jetzt habe ich Bock auf Trinken, aber wir gucken uns erstmal noch weiter die Stadt an. Wir sind jetzt erstmal nur ein Viertel um den Marktring herumgegangen. Das wohl bekannteste Gebäude Breslaus, beziehungsweise des Rynek, ist das alte Rathaus mit dieser alten Uhr, wie man sie auch aus Prag kennt. Ich habe gerade den Namen für solche Uhren vergessen. Mike aus dem Off, sag's mal kurz. Die astronomische Uhr. Danke. Auf jeden Fall ist das das alte Rathaus. Hier gibt es auch noch das neue Rathaus. Das zeige ich euch vielleicht später auch noch. Sieht sehr schön aus. Kommt, glaube ich, aus dem 17., 18. Jahrhundert. Vielleicht sogar noch eher. Ist auf jeden Fall richtig cool. Hier ist noch so ein Markt. Hier gibt es dann halt polnisches Essen sehr viel. Das werden wir auch noch testen. Also es gibt ja Pierogi, Zapiekanka, Barszcz. Es gibt sehr viele polnische Spezialitäten. Mal schauen, was wir heute alles finden. Und morgen. Aber wir fahren jetzt morgen wieder zurück. Wenn ihr mal in Polen seid, solltet ihr auf jeden Fall Pączki essen, bei Pączkanias. Die gibt es in jeder Stadt. Das sind basically Berliner mit verschiedenen Füllungen, oder Donuts, Berliner, sowas halt, ne, mit sehr vielen verschiedenen Füllungen. Richtig geil. Ich nehme meistens Nutella oder sowas, ganz cool eigentlich. Kann man auf jeden Fall essen, aber ist sehr süß halt, ne. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns auch mal die Seitenstraßen der Stadt anschauen. Ich würde jetzt sagen, guck mal, noch eine Kirche. Klar, wir sind in Polen, sehr katholisches Land, hier gibt es unheimlich viele Kirchen. Diese Kirche ist aber besonders, weil da ganz oben, seht ihr vielleicht, da ist so ein kleiner Gang, da kann man hoch, da kann man eine schöne Aussicht genießen. Mal schauen, ob wir da noch hochgehen oder vielleicht die Drohne hochfliegen lassen, mal schauen. Natürlich hat Wrocław auch eine deutsche Geschichte, wie ich schon gesagt habe. Die erkennt man aber nicht so krass, außer ab und zu eben an Kirchen, wenn man hier vorbeigeht. Und diese alten Grabmäler sieht sozusagen, in denen noch die deutsche Schrift sozusagen vorhanden ist. Aber ja, also ne, Deutsch ist ja auch immer so relativ. Das hat mal zu Böhmen gehört, das hat mal zu Österreich gehört, dann zu Preußen, dann zum Deutschen Reich. Schlesien hat einfach zu sehr viel gehört, vor allen Dingen halt auch Wrocław. Jetzt ist es aber polnisch, aber man sieht immer noch ab und zu halt eben deutsche Zeichen. Voll cool. Ich bin so mit dem Dilemma. Wir sind hier an der Chleboteka. Die hatten wir uns online rausgesucht. Die haben richtig geile Brötchen, richtig geiles Brot. Also sehr speziell. Ihr seht es ja hier, die haben auch Kuchen und sowas. Und es sieht richtig gut aus. Oder wir gehen zur Barwitek. Die gibt es seit 44 Jahren. Sieht super oldschool aus. Also so ein bisschen, als wären wir hier fast noch im Sozialismus. Die haben Toast, Zapiekanka, also so ein Pizzabaguette. Das hatte ich ja schon mal in Danzig. Hier nochmal so ein kleiner Ausschnitt davon. Ja, und das Toast hat halt Ketchup, Käse, Champignons. Super weird. Und hier ist noch so ein kleiner Zwerg. Die Breslauer Zwerge sind eine Eigenart der Stadt. An jeder Ecke zu finden und immer kreativ neu aufgestellt und ist zurückzuführen auf Protestaktionen gegen das Regime. Jetzt gehen wir aber erstmal andere Bereiche abchecken. Wenn man etwas vom Rynek weggeht, geht man zum Universitätsteil der Stadt, also der kleinen Universitätsstadt. Die Universität kommt aus dem 18. Jahrhundert, gehört also zu den älteren hier in Osteuropa. Und hier gibt es einige schöne Gärten, schöne Gebäude, alte Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Ziemlich cool. Geht ja so einer weißen Wand entlang. Und mit einmal kommt so ein kleiner Eingang und dann boom, so ein Park. Richtig geil. Ja, überall gibt es hier noch so Infotafeln, die sagen so ein bisschen mehr über die Universität, den Park hier. Und das super Interessante ist, die Universität ist schon über 200, fast 300 Jahre alt, aber sieht sich eher als Nachfolger der Universität von Lviv seit 1946. Damals, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde eben der Teil, der jetzt mittlerweile Ukraine ist und damals Polen war, eben an Russland, an das Sowjetrussland abgegeben. Dafür hat eben Polen den westlicheren Teil von Schlesien bekommen, unter anderem eben Wrocław. Und deswegen sieht sich die Universität gar nicht so krass in der Nachfolge der deutschen Uni von damals, sondern eher als der Nachfolger der Uni von Lemberg bzw. Lviv.
Nach der Universitätsstadt geht es immer weiter in Richtung raus aus dem Altstadtring. Und dann kommt man hier hin. Da ist die Kathedrale. Hier ist die Oder. Und die Oder fließt genau durch Breslau. Und weil sie so groß ist hier, gibt es hier einige Oderinseln. Und auf der einen Oderinsel ist eben die Kathedrale. Und da gehen wir mal hin. Oder auch erstmal nicht. Denn ich habe was Interessantes auf dem Weg gefunden. Bevor wir über die Brücke zur Kathedrale gehen, gehen wir noch zur Hala Tagorva. Das ist hier genau hinter mir. Das ist so eine Art Markthalle. Hier gibt es sehr viele polnische Lebensmittel, aber auch Restaurants und Bars. Das gucken wir uns mal genauer an, oder? Erinnert so ein bisschen an die Markthalle, wie man sie auch in Budapest kennt, falls ihr da schon mal wart, wo es sehr viele Lebensmittel gibt. Aber generell ist jetzt nicht so krass, man kann hier mal drüber schlendern, aber es ist jetzt noch nichts, ich habe jetzt hier nichts gefunden, wo ich sagen würde, das müsst ihr euch auf jeden Fall kaufen. Aber sehenswert. Wenn wir hier schon mal sind, kann ich euch noch einen kleinen Tipp geben. Wenn ihr hier richtig diese Schilder seht, Kantor, die gibt es überall in der Stadt. Und das sind die Wechselstuben in Polen. Heißt, hier könnt ihr Złotys in Euro umtauschen oder Euros in Złoty. Der Kurs ist meistens nicht so nice, wenn ihr in der Innenstadt seid, ist obvious, ne? Je weiter raus, desto besser. Aber meistens sogar hier auf den Markt und überall kann man eigentlich fast mit Karte zahlen. Deswegen, ich hebe eigentlich nie Geld ab, habe meistens immer nur so ein paar kleine Złotys dabei, damit ich halt ein bisschen Trinkgeld geben kann und das war's auch schon. Aber auch kulinarische Kultur liefert diese Halle. Übernimm mal wieder, Mike. Guckt euch das mal an. Das ist so eine Art Bar Mleczne, das sind eine Art Milchbars, heißen die übersetzt, aber hier gibt es keine Milch. Die sind sehr bekannt aus der Zeit des Sozialismus, also von 1949 bis 1989. Das waren Kantinen eher, das heißt, damit für die arme Bevölkerung auch Essen da war und auch gutes Essen da war, gab es die überall in jeder Stadt. Es ist immer noch eine Art polnisches Ding. Die sind meistens sehr schlecht, dafür gibt es hier sehr viele verschiedene polnische Sachen, Kotlet, Pierogi, Barszt. Und hier sieht man auch, wie einfach die Teller und die Gabeln festgebunden sind, damit du die einfach eben nicht klauen kannst. Weil damals hatten viele Leute sowas nicht und deswegen wurde es hier festgemacht. Krass, oder? Dazu gibt es im polnischen Comedy-Fernsehen auch einige ikonische Szenen wie die hier. Eine Kultur, die bei uns in der BRD komplett vorbeigegangen ist. Aber auch die Essenskarten, die man früher hatte, um hier eben Essen relativ billig, fast sogar umsonst zu bekommen. Ziemlich cool. Essen sieht gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Hier sind auch einige Leute, die essen. Vielleicht muss man hier auch mal hingehen. Lohnt sich vielleicht. Okay, jetzt wird es aber langsam Zeit mal wieder für ein Getränk, oder? Der Kirschlikör ist ja auch schon mindestens eine Stunde her. Follow me. In Polen gibt es sehr viele Craft-Bier-Brauereien. Wir sind jetzt bei Tagorva, die ist direkt in der Markthalle. Die hatten einige gute zur Auswahl. Ich habe mich für Cat Mango Fruit Ale entschieden. Sieht sehr fruchtig aus. Schmeckt leicht nach Mango. Nicht super süß, aber immer noch bierig. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also wirklich, als würde man Mango und Bier mixen. Und nicht, als würde man irgendwie so einen Mango-Saft, sondern einfach aus einem Mango und Bier machen. Bier Nummer 2, das ist Palmer Milkshake IPA. Schmeckt fruchtig wie die Mango, wieder sehr mangolastig. Aber ich schmecke den Milkshake nicht wirklich raus, aber trotzdem sehr lecker. Gutes IPA. So Leute, eigentlich wollten wir über die Brücke zur Kathedrale, ein paar Inseln anschauen. Aber nach den 2 Bier hat mich so ein bisschen der Hunger gefasst. Und deswegen gehen wir jetzt was essen, aber keine Angst. Wir sind ja bis morgen früh hier und dann werden wir immer noch die Inseln anschauen können. Erstmal gehen wir was essen. Wir sind jetzt wieder am Rynek angekommen. Mittlerweile ist hier auch richtig viel los. Überall sind ja hier Bars, überall super viele Menschen. Hier ist ein richtig krasses Restaurant. Und zwar ist hier der Schweidnitzer Keller, so heißt es im Deutschen. Auf Polnisch heißt es Piwnica Świdnicka oder sowas. Das Interessante daran ist, das ist halt der Rathauskeller, wenn man so will. Und den gibt es schon seit 1273 und das durchgehend. Und damit ist es die älteste Gaststätte, die durchgehend in Betrieb ist in Polen. Und war auch im Deutschen Reich damals eine der ältesten Gaststätten.
Richtig krass. Super alt, muss man sich mal vorstellen. 1273, was hier schon für Menschen drin war, was hier schon für Menschen hergegangen sind. Richtig cool. Chopin, Goethe und sogar Kaiser Wilhelm I. Einige, naja, sagen wir mal große Namen. Wichtig aber auch, 2017 wurde der Keller für 5 Jahre geschlossen. Das ist das erste Mal in der Geschichte des Kellers seit 1273. Mittlerweile geht es aber weiter seit Juli 2022. Aber naja, ich krieg langsam Hunger. Wollen wir mal was zu essen suchen? Wir sind dann noch im Restaurant für den Abend. Wir sind bei Młoda Polska. Eigentlich wollte ich euch erzählen, wie lecker diese Kroketten sind. Schaut euch die mal an. Aber nebenbei ist hier ein Konzert. Alle Leute gehen voll ab. Ich erzähle euch im Nachhinein, wie lecker es war. Guckt euch erstmal ein paar Highlights an. Alright, die Band macht gerade eine Pause. Nach diesen unglaublich kleinen Fleischkroketten. Also das Fleisch war sehr zart, es war so ein bisschen wie Pulled Pork und es war sehr, sehr saftig. Habe ich jetzt ein Kotelett, also eigentlich ein Schnitzel, und dazu Püree. Und Natalia hat Pierogi mit Käsefüllung, wenn ich mich nicht irre. Mal gespannt, wie es wird. Mit einer sehr fluffigen Soße, Dill oben drauf. Das Püree ist sehr weich, sehr fluffig. Es mutet richtig krass. Hier ist es auch so, es ist ein richtig krasses Restaurant, wo eine richtig gute Chefköchin ist, die auch schon Awards hier in Polen gewonnen hat. Und das schmeckt einfach so gut. Jetzt muss ich auch noch die Pierogi probieren. Eine Olivensoße, und die sind so weich, so geil. Obwohl wir hier fast am Main Square sind. Mega gut. Recommendation. So, nach dem Essen brauchen wir eigentlich noch einen Snack oder ein paar Bier. Aber erstmal genießen wir diesen Ausblick. Denn wenn man hier so schaut, ne? Hier sieht man das alte Rathaus, da. Und den Marktplatz generell. Hier ist noch super viel los. Also klar ist nicht mehr so unangenehm so viel los wie vorher, aber es ist wirklich schön. Man sieht hier den Sonnenuntergang schön. Wir sind hier zur goldenen Stunde, also einfach perfekt. Es ist sehr schön warm. Wir sind gerade in Wedel, das ist eine Schokoladenfabrik, die aus Polen ist. Hier gibt es schöne Schokoladenfabrik, die wir seit Mexiko unglaublich lieben. Also wirklich, schaut euch mein Mexiko-Video an, wo ich über Schokoladenfabris rede. Einfach geil. Übrigens, es macht so viel leichter, wenn man eine Polin dabei hat, die die Sprache kann, weil ansonsten wäre ich hier ganz schön aufgeschmissen. Aber ganz ehrlich, hier in Wrocław sprechen sehr viele Leute Englisch. Also als Touri müsst ihr euch keine Angst haben, hier seid ihr safe. Nice. Schmeckt sehr schokoladig. Aber kein Eis drin wie in Mexiko. Ist noch schön kalt. Kann man wohl trinken. Wir sind wieder in der Pijana Wisnia. Das heißt übrigens übersetzt betrunkene Kirsche. Und trinken jetzt nochmal einen ukrainischen Kirschschnaps. Das Interessante ist, hier in der Stadt sieht man überall, und so wie auch hier hinter mir, ukrainische Menschen, ukrainische Bands, und das sind halt Geflüchtete, die sich hier in Wrocław zusammengefunden haben. Wenn man auch dran denkt, dass damals, also nach dem Krieg schon, die ganzen ukrainisch-polnischen hierhin geflüchtet sind aus Lviv und hier sozusagen eine neue Heimat gefunden haben, wiederholt sich hier leider die Geschichte wieder. Aber auch die polnischen BürgerInnen singen inbrünstig mit, wenn Klassiker von Straßenmusikern gespielt werden. Und auch generell hat das Nachtleben hier viel zu bieten. Von interessanten Gassen zu Bars mit feurigem Content. Wir haben jetzt die Innenstadt schön genossen. Jetzt gehen wir weiter zur Ruska 46. Weil das Interessante an Wrocław ist, dass es hier auch noch sehr viele Höfe gibt. Also ähnlich wie in Berlin, hagische Höfe und so, gibt es hier sehr viele Plätze, Orte, die noch so Innenhöfe haben und wo dann halt da viel abgeht. Bin gespannt, ob wir noch was finden. Ja, wir sind jetzt in der Ruska 46.
Wie man vielleicht hinter mir schon sieht, gibt es hier richtig viel zu sehen. Es ist super dunkel. Hier in der Side Street sind auch einfach Autos neben mir. Gut, dass ich Licht dabei habe. Wir gehen jetzt einfach mal durch und schauen mal, was hier zu finden ist. Auf jeden Fall richtig cool. Ein bisschen abgelegen auf jeden Fall. So Leute, ich habe mir jetzt noch ein Bier geholt. Hier ist noch ein bisschen Live-Musik. Das genießen wir jetzt auf jeden Fall noch. Das Bier ist jetzt auch echt billig gewesen heute den ganzen Tag. Aber auf jeden Fall, wir verabschieden uns für heute und dann gucken wir uns morgen noch ein bisschen die Inseln an und ja, ciao. So ein Mitternachtsmarathon. Auch nicht schlecht, oder? Gut, dass ich da nicht teilnehmen muss. Guten Morgen. Ich habe euch noch gar nicht über das Hotel gesagt. Wir sind hier direkt vor dem Pudo Stare Miasto. Das ist eine Kette, die es in Polen öfter gibt. Es ist ein relativ gutes Hotel. Man kann hier sogar eine Playstation sich ausleihen. Es gibt Frühstück. Man kann hier Kaffee und Kuchen für umsonst, Kaffee und Kuchen vor allen Dingen. Kaffee und heiße Schokolade für umsonst bekommen. Das Zimmer ist ganz cute. Man hat eine Aussicht auf den Park, der direkt dahinter ist, den man auch hier sieht. Wir haben so ein Tablet, wie in den USA damals, also in Los Angeles, falls ihr die Videos gesehen habt. Da kann man alles eintippen, wie Temperatur und wie das Licht sein soll und was man im Fernsehen gucken möchte. Ziemlich cool. Ist jetzt nicht unbedingt billig gewesen, aber dafür sind wir mitten in der Altstadt und können jetzt zum Frühstück gehen und haben wir was ganz Besonderes rausgesucht. Wir sind jetzt im Dinette, wo man sehr gut frühstücken kann. Es ist ein schönes Café, nicht weit vom großen Ring entfernt. Wir konnten hier sehr schön entlang gehen, hatten einen schönen kleinen Spaziergang am Morgen. Jetzt gibt es hier natürlich richtig geiles Frühstück. Es gibt sehr viele verschiedene Sachen. Es gibt Waffeln, es gibt Eggs on Toast, es gibt Moroccan irgendwas. Also die haben eine riesige Auswahl. Ich habe mich für Eggs on Toast entschieden und bin sehr gespannt, wie das wird. Auch wenn jetzt die Straßenbahn direkt vor uns herfährt und das vielleicht gar nicht so cool aussehen könnte, also als Aussicht hier, haben wir die Oper hier auch noch. Ziemlich cool und noch ein paar alte Gebäude. Ist auf jeden Fall schön hier zu sitzen und zu warten, bis die Sonne so langsam rauskommt. Was ein Frühstück. Ich hatte ja Eggs on Toast. Da war richtig schönes Ei, fast schon zu flüssig, selbst für mich. Darunter war Challah-Brot oder Challah-Brot, wie man es ausspricht. Dann ein bisschen Sauce Hollandaise, die hätte ein bisschen krasser gewürzt sein können, aber der Bacon war sehr kross, sehr frisch. Zusammen schmeckt es auf jeden Fall sehr gut und kann man sich richtig gönnen. Und Natalia hatte den Spargel auf Brot mit Ei, auch sehr geil. Lohnt sich auf jeden Fall mal hier vorbeizukommen. Man kann hier auf jeden Fall cool essen. Ja. Jetzt geht es zu den letzten großen Highlights, denn wir schauen uns endlich die Oderinsel und die Kirchen dort an. Aber erstmal noch ein kleiner Zwischenstopp. Wenn ihr übrigens in Polen seid, solltet ihr auf jeden Fall mal in einen Żabka gehen. Das sind diese Shops, die gibt es an jeder Straßenecke gefühlt. Die haben Hotdogs, die haben super viele Getränke, kleine Essenssnacks und die haben auch sonntags auf. Also mega nice. Okay, der Schlachtplan ist wie folgt. Wir gehen jetzt schön an der Oder entlang. Hier kann man nämlich richtig schön entlang gehen und hier ist so ein kleiner Park, der sich komplett an dem Fluss entlang zieht. Gehen wir zurück zum Hotel, packen unsere Sachen und fahren dann irgendwie in die Richtung zu der Kathedrale und so, damit wir diese Inseln wenigstens kurz nochmal sehen können und ihr die auch sehen könnt. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Hause. Sind immerhin noch 4 Stunden bis nach Berlin, ne? Wir sind jetzt hier an der Kreuzkirche, haben es also nochmal geschafft auf die andere Seite der Altstadt. Hier sind sehr viele Kirchen, hier sind sehr viele Kirchengebäude. Man sieht hier Nonnen vorbeilaufen, viele Priester, auch junge. Man erkennt schnell, Polen ist eben ein Land, wo der Katholizismus noch krass ausgelebt wird. Ja, aber hier sind viele Kirchen, es sieht sehr schön aus. Man hört im Hintergrund auch irgendwas klassisches, barockmäßiges spielen. Man fühlt sich so ein bisschen hier, als wäre man in so einem richtig edlen Teil mittlerweile. So, wir sind jetzt endlich auf der Brücke angekommen. Normalerweise waren hier übelst viele Schlösser dran, aber die wurden mittlerweile verbannt bzw. alle abgemacht. Wahrscheinlich, weil sonst die Brücke irgendwann halt durchgehangen hätte.
Wir sind jetzt auf jeden Fall auf der Kathedralsinsel, weil hier ist ja auch eine der großen Kirchen. Wir waren ja gerade schon an der Kreuzkirche. Da hinten ist noch der große Dom und hier ist halt noch eine Kirche. Und das gefühlt auf 300 Meter ist richtig krass. Hier ist aber auch sehr schön grün. Man hat überall Wasser um sich rum. Fühlt sich halt eben ganz anders an als zum Beispiel der Altstädter Ring vorhin. Hat viel mehr diesen Vibe so von Hamburg oder all sowas. Alright Leute, wir sind jetzt einmal quer durch die Insel gegangen. Ihr hört die Glocke läuten. Das Video ist vorbei. Was kann ich sagen? Wrocław war wirklich schön. Ich glaube jetzt nicht, dass es die schönste Stadt Polens wirklich ist, weil ich zum Beispiel Danzig ähnlich schön, vielleicht sogar schöner finde. Aber definitiv lohnt es sich hier für einen Tagestrip oder 2 Tage eben hier hinzukommen. Ich glaube, hier kann man eben noch mehr Zeit verbringen. Und es ist definitiv nicht das letzte Mal, dass ich in Wrocław war. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liked und subscribe gerne und schreibt doch gerne mal, was ich sonst noch mal besuchen soll. Vielleicht auch einen anderen Tagestrip von Berlin aus. Da gibt es bestimmt einige coole Ideen, die ihr habt. Tschö!